Hallo und willkommen zu diesem Vlog. Ich habe mir gedacht, ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Es wird Änderungen auf diesem YouTube-Kanal geben. Und zwar wird es, wie gewohnt, jeden Montag ein reguläres Video geben mit Behind the Scenes von Shootings, mit Follow Me Arounds oder Tipps und Tricks, all solche Sachen. Aber zusätzlich wird es nun jede Woche, ich versuche es jede Woche zu schaffen, donnerstags noch einen Vlog aus meinem Arbeitsalltag geben. Also einen ganz entspannten, kurzen Vlog. Der wird immer ein bisschen themenbasiert sein, je nachdem, was halt gerade ansteht oder worüber ich mit euch quatschen will, beziehungsweise ich vor mich hin quatschen will. Und heute ist der erste Tag, an dem ich diesen Vlog-Rhythmus starten möchte. Ich habe auch überlegt, ob man vielleicht einen coolen Namen findet, aber bis jetzt ist mir noch nichts Passendes eingefallen, außer sowas wie Studio-Vlogs, aber ich werde auch nicht immer im Studio sein und es wird auch nicht immer nur ums Fotostudio gehen, deswegen weiß ich nicht. Also wenn ihr Ideen habt, dann lasst es mich mal gerne in den Kommentaren wissen. Da habt ihr direkt mal eine Aufgabe hier zu Beginn, in den ersten 2 Minuten. Und da schauen wir mal, ob wir vielleicht einen schönen Namen für diese Vlog-Reihe finden werden. Verzeiht, wenn ich ein wenig nasal klinge. Ich habe zumindest das Gefühl, ich würde nasal klingen, denn Frühling ist da und Heuschnupfen ist da. Obwohl heute echt regnerisches Wetter draußen ist, was meistens dazu führt, dass die Pollen nicht mehr so aggressiv in der Luft rumwedeln, sondern sich senken und dann weggespült werden. Aber da wir gestern so gutes Wetter hatten, da ging es richtig los bei mir und dann dauert es immer ein bisschen, bis das sich wieder gelegt hat, auch wenn es an dem Tag dann regnet. Deshalb, ja, müsst ihr jetzt damit klarkommen in nächster Zeit. Was wir heute machen werden zusammen, ist einmal meine Fotomappe durchgehen von meiner Ausbildung. Die habe ich letztens wieder in meinem Lager gefunden. Also ich wusste, dass sie da ist, aber ich habe da ewig nicht reingeschaut. Und ich dachte, es wäre ganz witzig, mal meine alten Arbeiten mit euch zusammen anzuschauen und durchzugehen, was wir da in der Ausbildung machen mussten und wie ich diese Aufgaben bewältigt habe. Deshalb, ich glaube, das ist ganz witzig, ganz spannend. Und das machen wir heute. Oh, hier ist gutes Licht. Ich sollte hier vorne filmen. Das Problem ist nur, dass hier immer die Leute vorbeilaufen, weil hier mein großes Schaufenster ist. Und ich nicht die ganze Zeit beobachtet werden wollen würde, wie ich hier vlogge. Aber für gerade eben, obwohl ich bin echt weiß. So weiß bin ich gar nicht. Deswegen gehen wir jetzt hinter. Oh Gott, hier hängt was. Verdammt. Scheiße. Gut. Und dann gehen wir mal hinter und gucken unsere Mappe an. Meine Mappe, nicht eure, meine. So, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fotografin, denn der Fotografenberuf ist ein ganz altes Handwerk und dazu gehört eben so ein Ordner, der ist vom Zentralverband Deutscher Berufsfotografen, der bleibt mehr oder weniger gleich für jedes Jahr, aber ein bisschen ändern sich die Aufgaben dann doch. Und den führt man 3 Jahre lang. Das ist geil, wenn ich jetzt die ganze Zeit hochhalte. Den führt man 3 Jahre lang, die gesamte Ausbildung hindurch, und für jedes Lehrjahr gibt es unterschiedliche Aufgaben. Und ich würde sagen, ich zeige es euch einfach mal, dann versteht ihr besser, worum es so hier geht. Okay, fangen wir mal an. Also ganz vorne sind nur Tätigkeitsberichte, uninteressantes Zeug, Verordnung, bla bla bla. Dann folgen auch schon die Aufgaben. Für das erste Ausbildungsjahr sind nur Basisübungen gefragt. Ab dem zweiten Ausbildungsjahr wird das ein wenig tiefgreifender. Ignoriert meinen Kaffeefleck bitte. Und Praxisübungen kommen auch hinzu, sowie dann die Spezialisierung im dritten Ausbildungsjahr, was bei mir Porträtfotografie war.
Man konnte aber auch Industriefotografie, Produktfotografie, so in die Richtung gehen. Das hing von dem Praxispartner ab, den man hatte. Die meisten, oder eigentlich, naja, so gut wie alle, waren Porträtfotografen. Die erste Übung war schon, ich erinnere mich, die war so beschissen, die haben manche von uns wirklich 3, 4, 5, 8 Mal gemacht. Ich habe sie auch mehrfach gemacht und es ging dabei nur um einen Brennweitenvergleich. Also erstens mal nichts Kreatives, nichts Spannendes und total, ja, blöd einfach. Dann sollte man das da immer mit draufschreiben. Das überspringen wir, das ist doof. Danach muss man immer einen Erfahrungsbericht schreiben, was man aus der Übung mitgenommen hat, was man davon gelernt hat, was man vielleicht anders machen würde. All solche Sachen, zu jeder Aufgabe. So. Die Aufgabe fand ich ein bisschen cooler. Das war auch ein Brennweitenvergleich, aber eben auf einen Körper bezogen. Und wie sich Bilder verzerren können, je nach Brennweite. Das war ganz cool, weil, wie ihr seht, ich habe hier so eine Puppe gehabt. Einmal weitwinklig fotografiert, dann mit Normalbrennweite, also 50 mm müsste das gewesen sein. Das steht dann auch immer noch mal hinten in den technischen Daten drin und mit Teleobjektiv. Und dann sollte man eben herausfinden, ja, was verändert sich da, worauf hat es Einfluss. Und hier sieht man das richtig gut. Zum einen, wenn man mit dem Weitwinkelobjektiv zu nah an ein Objekt rangeht, entstehen diese länglichen Verzerrungen nach vorn. Und auch beim Hintergrund sieht man nicht nur, dass er unschärfer wird, sondern auch, dass er optisch immer weiter ranrückt, je größer die Brennweite ist, die man nutzt. Genau, also Lehrjahr 1 bestand aus solchen Übungen. Bei der Übung ging es um Architekturfotografie zu unterschiedlichen Lichtsituationen, also unterschiedlichen Tageszeiten. Da habe ich jetzt hier Schloss Moritzburg bei uns genommen, einmal in der blauen Stunde, einmal bei Nacht. Wo ist das andere? Hier fehlt eins. Ach, hier. Also einmal bei Tageslicht, bei der blauen Stunde, was mir am besten gefällt, und bei Nacht. Die nächste Übung fand ich auch mal ganz cool. Das war eine Bildserie aus dem Handwerk. Da muss ich wieder drehen. Da habe ich den Entstehungsprozess einer Hitsche oder wie sagt man, eines Tritts. Das ist keine Leiter, sondern nur so ein kleiner Hocker, sowas. Die Entstehung eines Holzhockers dokumentiert in der Werkstatt meines Papas. Und gerade die Nahaufnahmen, die Detailaufnahmen, die fand ich persönlich einfach am coolsten. Ich mag die Bilder nach wie vor. Belichtungszeitenvergleich, auch eine Basisübung aus dem ersten Lehrjahr. Da sollte man sich ein fließendes Gewässer aussuchen und eben von einer sehr kurzen Belichtungszeit auf eine sehr lange Belichtungszeit wechseln und dann gucken, ab wann sich da das Bild verändert. Ich finde, bei den ersten, da ist der Unterschied sehr gering, da ist der Effekt nicht so groß. Hier wird es schon besser, dass man dieses Fließen des Wassers mehr wie Watte sieht. Hier sieht man das auch schon ganz gut. Aber am besten hat man es dann natürlich hier hinten gesehen, bei zum Beispiel 2 Sekunden. Hängt natürlich damit zusammen, wie schnell das Gewässer überhaupt fließt, wie lang dann die Belichtungszeit sein muss, damit man so einen Effekt hat. Aber ja, darum ging es einfach, da herauszufinden, wie der Effekt sich verändert. Naja, noch eine Übung Perspektive habe ich mit meinem süßen Hund gemacht. Da haben wir einmal hier die Augenperspektive. Es müssten 3 gewesen sein mit ihm. Augenperspektive, Froschperspektive, Vogelperspektive und dann, was war das? Noch eine Normalperspektive, glaube ich. Dann gab es hier einen Papierformatvergleich. Das ist auch etwas, was, glaube ich, viele nicht beachten, wenn sie fotografieren oder wenn sie ihre Bilder ausgeben, wie viel es ausmachen kann, welches Format man wählt. Ob es jetzt ein Hochformat, ein Querformat ist oder hier so ein Panorama zum Beispiel. Die Wirkung des Bildes verändert sich einfach immer. Da habe ich das einmal mit dem Motiv eben gemacht und dann nochmal mit
der kleinen Hummel. Die Bilder mag ich auch voll gern. Habe ich voll schön gemacht mit dem Gelbton. Süß. Das war meine Hassaufgabe, die habe ich bis zuletzt rausgeschoben. Da sind wir jetzt schon im zweiten Lehrjahr. Ein Topfset fotografieren. Da war ein Topfset. Da habe ich so ein Outdoor-Topfset dann gewählt. Da hat mich mein Ausbilder drauf gebracht. Ein Outdoor-Topfset in der freien Natur zu fotografieren, anstatt dass man im Studio sich eine umständliche Situation baut mit Lampen und mit den blöden Reflexionen dann arbeiten muss. Deshalb kam sowas bei raus. Ja. Es hat gereicht, es war nicht das Beste. So, dann sind wir jetzt hier. Wachstumsprozess. Oh ja, das war auch schön. Und das sind auch wieder Querformatbilder. Den Entstehungsprozess einer Knospe. Vor allem, ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt, aber hier war dann immer noch so raureif, weil ich immer zur selben Tageszeit hin bin. Das war morgens, wenn die Sonne da drauf geschienen hat. Und da ist sie dann aufgegangen. Toll. Das war dann schon, genau, Ausbildungsjahr 3, Spezialisierung auf Porträt. Folgte dann Model 50 plus, was man fotografieren sollte. Da habe ich meine Oma genommen. Dann, es ist doof, jetzt kann ich euch fast alles nichts zeigen. Schmuck am Körper, das kann ich euch zeigen. Sollten wir auch verschiedene Aufnahmen machen. Einmal eben als Porträt geht es natürlich um die Kette und eine Nahaufnahme der Kette. Und dann nochmal inszeniert. Da haben wir einfach, eigentlich passt es gar nicht zu der Kette, aber ich fand es cool, weil ich habe solche kleinen Rauchpatronen, wirklich nur solche kleinen Dinger genommen und habe so ein bisschen Effektrauch gemacht. Das fand ich total cool zu der Zeit. Politikerporträt mussten wir auch machen, verschiedene Situationen nachstellen. Ja, das kann ich euch jetzt hier schlecht zeigen. Dann, das freie Thema war das letzte. Da habe ich einmal die Konzeptionierung vorher machen müssen und dann auch die fertigen Fotos diesmal beilegen müssen. Und ich habe mich für eine Reportage entschieden, denn das war bisher noch nicht dran in dem ganzen Ordner. Und wir sollten uns ein Thema suchen, was noch nicht Aufgabenteil war. Und dann waren wir beim Semperopernball dabei. Da haben die Debütanten die ganze Woche begleitet, natürlich auch an dem Abend. Und die Reportage bezieht sich jetzt nur auf den Tag, auf den Abend des Semperopernballs selber. Beim Fertigmachen, beim Rübergehen, das war ganz witzig, weil das Wetter nicht so gut war, haben die Mädels solche riesigen Plastiktüten bekommen und mussten dann ihre Kleider einwickeln, weil wir mussten ein Stück laufen zur Semperoper. Das ist immer witzig. Genau, die Tanzschuhe wurden vorbereitet im Vorzelt und dann ging es los in der Semperoper. Dann habe ich weitere Aufnahmen, wo man eben die ganzen Paare im Überblick gut sieht. Dann auch noch ein paar nähere Aufnahmen von einzelnen Paaren. Und dann am Abschluss der Show, beziehungsweise nachdem alles durch war, wieder im Zelt. Alle haben geklatscht, weil alles lief reibungslos, waren alle zufrieden. Und so endet es dann. Was jetzt hier natürlich nicht mit drin ist, sind meine Gesellenstücke. Kann ich euch ja mal wann anders vielleicht zeigen, weil dann muss ich erstmal danach suchen und die zusammengraben. Die sind nämlich gut verpackt und gut verstaut, dass da nichts rankommt, weil da natürlich ein bisschen mehr Herzblut auch drin steckte und die ein bisschen mehr ins Gewicht fielen als diese Mappe. Wenn ich mich sogar richtig erinnere, ist die Mappe gar nicht ins Gewicht gefallen für unsere Abschlussnote, sondern nur der Fakt, dass wir sie gemacht haben. Also es wurde geguckt, ob alles vollständig ist, aber ich glaube, dass nicht mal bewertet wurde, wie gut wir es gemacht haben. Nur eben, ob man es richtig gemacht hat. Aber ich kann mich auch täuschen. Ist schon so lange her. Schon, ja gut, 3 Jahre.
Jetzt nach dem Betrachten muss ich sagen, ich bin immer noch echt Fan von der Bildserie mit meinem Papa. Bei dem handwerklichen Part, das ist, glaube ich, meine liebste Bildserie. Von all den Fotos, die jetzt noch hier drin sind, und manche, die sind echt, also manche Aufgaben mochte ich auch überhaupt nicht, aber ihr habt es alle gemacht. Ja? Vorbildlich alles gemacht. Vielleicht war das ja mal ein bisschen interessant für euch zu sehen, was so unter anderem Inhalte waren in meiner Ausbildung. Denn ich habe das Gefühl, dass so wenig Leute wissen oder dass denen nicht bewusst ist, dass man den Beruf auch richtig lernen kann. Also viele meiner Kunden oder Leute, die ins Studio kommen, sind überrascht, wenn sie meinen Gesellenbrief sehen, dass man da ja eine Ausbildung dazu machen kann. Aber ja, naja. Ich bin froh, dass ich die Ausbildung gemacht habe, auch wenn sie offiziell nicht nötig gewesen wäre, weil man sich ja in Deutschland einfach Fotografen nennen kann, ohne jegliches Zertifikat, ohne Ausbildung, ohne Studium, ohne nichts. Ich bin sehr froh, dass ich die gemacht habe. Und ich würde es jedem empfehlen, der anstrebt, beruflich der Fotografie nachzugehen, dass man diese 3-jährige Ausbildung macht. Weil man nimmt nochmal so viel mehr mit, auch von den anderen, von den Lehrern, in der Praxisphase, in anderen Betrieben. Also das würde ich auf jeden Fall jederzeit wieder so machen. Ich würde auch sagen, der Vlog für heute ist schon mal lang genug. Ich muss mal schauen, wie ich mich so einpegel, wie lange die Vlogs dann immer werden. Am Donnerstag soll ja nur so eine entspannte Runde werden. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Reinschalten, sage Tschüssi und dann sehen wir uns schon am Montag wieder. Also gar keine Woche dazwischen. Schön. Macht's gut. Bye. Schon ein dickes Teil, ne?